Guten Morgen aus Spanien. Wir sind immer noch hier, immer noch in Galicien. Aber das soll sich bald ändern. Wir trinken heute unseren Kaffee mal hier drinnen, weil es einfach super stürmisch und regnerisch und grau ist. Richtiges Herbstwetter. Gibt aber Schlimmeres, finde ich. Wir fahren jetzt ja Richtung Süden ins Warme. Deswegen, Dankeschön. Deswegen genieße ich das gerade fast sogar. Und richtig kalt ist es ja auch nicht. Die Mission für diese Woche lautet, Richtung Süden fahren. Nachdem wir jetzt so lange doch schon wieder hier im Norden waren, wollen wir jetzt langsam mal unsere geplante Reise auch richtig angehen und ein bisschen vorwärts kommen. Nur leider hat uns unser Ladebooster einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Der hat nämlich den Geist aufgegeben, das Schrottteil, nach 3 Monaten in Benutzung. Und weil das Wetter halt sehr herbstlich ist, brauchen wir auf jeden Fall noch diese zusätzliche Möglichkeit, während dem Autofahren zu laden. Und jetzt haben wir uns einen Campingshop rausgesucht, den wir ansteuern und hoffen, dass sie so ein Teil auf Vorrat haben. Hello, it's us. It looks closed. Ah, oder ist heute Feiertag? Meinte Laura nicht, dass irgendwo Feiertag ist? Oh no. Nicht heute, oder? I don't know. Nee, morgen ist hier Feiertag. Oh, dann meinst du, die machen so langes Wochenende? Oh. Wenn morgen Feiertag ist, dann machen die heute auch zu. Shit. Hier? Da steht ein Camper. Ja, zu aus. Versuch Nummer 2. Nicht. We're looking for a camping shop. Okay, it's closed. It's closed. Yes, Do you know any other shop? I don't know. Is today a holiday? Is it closed everywhere? Oi, today, no. No? No, Okay. it's open. Okay, but this no is problem. closed. Just okay. Okay, Okay. Alright. thank you. Gracias. Versuch Nummer 3. This looks pretty closed as well. Oh, da ist mein Tor offen. Wir haben jetzt nochmal gegoogelt und morgen ist hier Feiertag, Allerheiligen. Und wir haben gerade nochmal jemanden gefragt und er meinte, heute wäre alles offen. Also verstehe ich nicht, warum diese Camping-Ausbau-Shops alle zu haben heute. Vielleicht machen die irgendwie sowas wie ein langes Wochenende. Ich weiß nicht, ob das hier ein Ding ist, dass die jetzt halt heute auch zumachen, weil morgen halt Feiertag ist, weil heute ist Montag. Sucks for us. Kleines Experiment. Ich habe jetzt unseren Jackery, der mit unserer Autobatterie verbunden ist, also quasi geladen wird während der Fahrt, mit dem Ladegerät von unserer Bordbatterie gekoppelt, also angeschlossen. Und jetzt wird unsere Bordbatterie über den Jackery bzw. über das Auto geladen. So haben wir uns einen DIY-Ladebooster gebaut und es funktioniert. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Lösung. Ich guck mal Naja, in die eine App. Übergangslösung. Naja, besser als nix. Akku-Check 64%. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs und ich glaube, wir haben den Jackery jetzt 2 oder 3 Stunden dran gehabt. Voll okay. Schon okay. Braucht man gar keinen Ladebooster mehr. Keine dauerhafte Lösung. Und deshalb wollen wir uns jetzt einfach einen im Internet bestellen. Den lassen wir nach Sevilla liefern und dann müssen wir den da irgendwie einbauen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Guten Morgen.
Wir haben gestern noch Galicien verlassen und sind jetzt in der Region Kastilien und León. Und an unserem Stellplatz ist es etwas kalt. Wir sind auf fast 900 Meter Höhe und ich bin jetzt gerade aufs Dach geklettert wegen unserer Heizung. Und hier ist einfach alles gefroren. Das habe ich weiß nicht, wann das letzte Mal hatten wir in der Türkei. Huiuiuiui, ganz schön kalt. Ich meine, auf dem Surfboard sind so Eiskristalle drauf. Das sieht richtig krass aus. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir mittlerweile auch schon wieder fast 3 Wochen in Spanien sind. Es ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und bis jetzt haben wir uns ganz wohl damit gefühlt, ein bisschen entspannter zu reisen, erstmal so ein bisschen anzukommen, jetzt tatsächlich endgültig in diesem Bus anzukommen und uns an ihn gewöhnen und mit ihm zu reisen. Aber wir merken so langsam, dass das Abenteuer ruft und dass wir jetzt so langsam mal richtig loslegen wollen. Und deswegen geht es jetzt ziemlich straight für uns runter nach Marokko, also Richtung Marokko, nach Südspanien, von wo aus wir dann die Fähre nehmen werden. Und ja, ich freue mich jetzt. Irgendwie, es kribbelt so richtig alles. Und ich will jetzt einfach mal losmachen und mich ins Abenteuer stürzen. Und ja, ich habe das Gefühl, es liegt alles noch vor uns. Und es ist Zeit jetzt anzufangen und loszureisen. Und es fühlt sich gut an, jeden Tag jetzt hier ein paar Kilometer zu machen und so dem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Beziehungsweise dem Startpunkt. Und ja, wer weiß. Vielleicht sind wir nächste Woche schon in Marokko. Who knows? You will see. Wir haben heute wieder ordentlich Strecke gemacht und man merkt auf jeden Fall, dass wir deutlich weiter südlich jetzt sind. Wir sind jetzt ungefähr auf der Höhe Madrid, aber weiter westlich und hier ist es viel wärmer als gestern. Kann es gar nicht so schnell anpassen mit den Klamotten. Muss auch immer die Sipphosen auspacken. Du Allmann! Nee, Spaß, aber es ist doch, man merkt schon. Und die sind auch überall so Olivenhaine um uns herum. Also das Klima wird auf jeden Fall deutlich. Wie heißt das? Wie heißt das Klima hier? Wer? Wie ist das Klima hier? Tropisch? Nein. Mediterran. Ja, bei uns ist es mega schön hier. Als wir eben angekommen sind, haben wir hinten auf der anderen Seite einfach so eine Rehfamilie langlaufen sehen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Armed Angels fürs Supporten unserer Reise und dafür, dass ihr dafür sorgt, dass wir immer gut eingekleidet sind. Auch wenn wir gerade etwas schneller unterwegs sind, ist für uns der November doch eine Zeit, in der wir etwas runterkommen können. Und das sieht Armed Angels ganz genauso und hat aus diesem Grund den Slowember ins Leben gerufen. Slowember bedeutet 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel und das den ganzen November lang. Somit müsst ihr keine Impulskäufe machen, sondern habt genügend Zeit, euch zu überlegen, was ihr braucht und ob ihr etwas braucht. Würden wir die kalte Jahreszeit in Deutschland verbringen, wo es ja tatsächlich kalt wird, hätte ich mir wahrscheinlich einen kuscheligen Wollpulli ausgesucht. Da es für uns jetzt aber in schnellen Schritten Richtung Wüste geht, verbringe ich meinen Slowember lieber in einem luftigen Leinen-Outfit, was dafür, glaube ich, ein bisschen besser geeignet ist. Im Slowember Sale von Armed Angels gibt es aber noch ganz viele weitere wunderschöne Teile für alle Wetterlagen und alle Geschmäcker. Wir haben euch das Ganze unten verlinkt. Falls ihr Interesse habt, schaut doch mal vorbei. Ihr habt den ganzen November lang Zeit.
Wir haben heute wieder fast 300 Kilometer zurückgelegt. Wir bewegen uns in recht hoher Geschwindigkeit Richtung Süden und ziemlich passend sind wir hier in dieser richtig coolen, steppenähnlichen Landschaft gelandet und ich muss sagen, das hat jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass ich nochmal Bock auf Marokko habe als sowieso schon, weil sich das hier irgendwie schon so ganz anders anfühlt, weil die Landschaft sich schon so krass verändert hat. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich zumindest im Norden von Marokko auch aussehen wird. Ich finde das ziemlich passend. Wir haben jetzt gerade ganz viele Kraniche an uns vorbeifliegen sehen. Und die fliegen in den Süden. Und wir fahren auch in den Süden. Das ist irgendwie schön. Wir folgen denen quasi. Ich glaube, ich weiß nicht, wer schneller ist. Doch, die sind schneller. Definitiv. Aber wir kommen hinterher. Immer wenn wir längere Distanzen zurücklegen oder auch mal etwas schneller fahren, im Sinne von Kilometern zurücklegen, dann erreichen uns immer wieder Nachrichten von Leuten, die sich wundern, dass wir so schnell unterwegs sind oder Leute, die uns sagen, macht mal ein bisschen langsamer, hetzt euch nicht so, ihr habt doch alle Zeit der Welt. Und das ist dann so ein Moment, in dem ich dann so drüber nachdenke, was langsam Reisen überhaupt bedeutet. Und für mich bedeutet langsam Reisen nicht unbedingt, dass wir langsam sind im Sinne von Kilometern zurücklegen oder dass wir Monate oder wenigstens Wochen an einem Ort verbringen. Etwas langsam anzugehen bedeutet zum Beispiel in unserem Fall, dass wir morgens eher gemütlich starten, dass wir uns in Ruhe einen Kaffee machen, dass wir über irgendetwas reden, dass wir Musik hören, dass wir einfach den Tag langsam angehen. Und trotzdem können wir an dem Tag dann noch einige Kilometer zurücklegen, ohne dass wir so das Gefühl haben, uns irgendwo durchzuhetzen. Here we are! Herzlich willkommen in Sevilla. Wir sind jetzt bis nach Sevilla gefahren. Wochenziel erreicht. Was? Yay! Yay! Und es ging jetzt echt gut. Wir hatten jetzt heute noch knapp 200 Kilometer. Easy peasy, Autobahn, kein Problem. Und jetzt sind wir angekommen an dem Geschäft, wohin wir unseren Ladebooster bestellt haben. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, ob der da ist, weil wir wir haben eine Bestellbestätigung bekommen, aber keine Bestätigung darüber, dass der jetzt eingetroffen ist. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Oder? Weil eigentlich uns wurde ja, also mit der Bestellung kam die Info, dass er heute am Donnerstag, den 3. November da sein soll. Und das ist jetzt. Also. Gehen wir beide rein? Oder gehst du? Okay, na dann. Oh yeah, oh yeah. Das sieht gut aus. Oder? Yes! Nice. Juhu! Geil. Easy. Ich liebe das ja, wenn sowas funktioniert. Ja, Mann. Wie wir uns das vorgestellt haben. Geil, 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 geil. Dann wird das Ding mal eingebaut. Wollen nicht noch weitere Kilometer verschwenden. Naja, wobei, möchte ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen, wir haben unsere Aktion mit dem Jackery, dass wir den Jackery als Booster genommen haben, nur einmal ganz kurz an diesem einen Tag gemacht und seitdem nicht mehr. Und trotzdem ist unser Akku jetzt wieder bei über 80%. Dank der Sonne. Dank der Sonne und dank unserem Jackery, über den wir jetzt die letzten Tage alles geladen haben. Alter, was ist für ein Unterschied ist? Ja, okay. Das ist einfach doppelt so dick und das ist einfach doppelt so groß. Aber das ist halt hier richtig Metall, und das ist Plastikschrott. Batterie lädt mit maximalem Strom. Geil! Seit über 1,5 Jahren haben wir das große Glück, dass wir offen und ohne zeitliches Ende auf Reisen sein können. Und das ist ein riesengroßes Privileg, für das ich extrem dankbar bin. Und ich hoffe, dass wir das noch eine Weile so machen können und wir werden es auf jeden Fall in vollen Zügen ausnutzen.
Wir haben in den letzten 1,5 Jahren auf jeden Fall einiges gelernt darüber, wie man Vollzeit reist. Was vielleicht auf den ersten Blick sich erstmal selbstverständlich anhört, aber es ist schon was anderes, auf Reisen zu sein, Vollzeit, oder halt nur im Urlaub zu sein für ein paar Wochen. Und wir haben gemerkt, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir uns Ziele setzen und dass wir uns Dinge vornehmen und dass wir irgendwie einen Rhythmus oder einen Plan irgendwie reinbringen in unseren Alltag, damit wir uns nicht im Alltag und in der Reise verlieren. Als wir losgefahren sind mit dem Sprinter im Frühling 2021, da sind wir ziemlich planlos einfach losgefahren. Und es hat auch gut funktioniert. Wir haben uns eine grobe Richtung vorgenommen und sind dann losgedüst und sind so schnell oder so langsam gereist, wie es für uns gerade gepasst hat. Und mal sind wir ewig lang an einem Platz oder in einer Region geblieben und mal sind wir relativ zügig gefahren. Aber seit wir jetzt mit dem neuen Bus unterwegs sind, oder eigentlich schon seit wir beschlossen haben, den Sprinter zu verkaufen und dieses neue Kapitel zu beginnen, ist es für uns ein bisschen anders geworden. Wir haben uns nämlich Ende letzten Jahres vorgenommen, dass wir nach Südafrika fahren wollen. Und seitdem ist das der Plan und das Ziel. Und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, haben wir gemacht, um darauf hinzuarbeiten. Wir haben uns diesen Bus gekauft, wir haben ihn ausgebaut, wir haben ewig und ewig dafür gesorgt, dass er jetzt wirklich fährt. Und jetzt sind wir unterwegs. Und es gibt so Phasen, da fühlt es sich gut an, langsam zu machen und die Umgebung zu genießen und einfach runterzukommen. Aber es gibt auch Phasen, wo Tempo angesagt ist und wo es sich einfach richtig anfühlt, Strecke zu machen und Kilometer zurückzulegen. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir jetzt gerade und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch auf dieser Reise jetzt noch ein bisschen anhält. Dass wir natürlich alles mitnehmen wollen und uns auf jedes Land, was wir durchqueren, einlassen wollen. Und wir haben auch nicht die Ansprüche, jetzt in 6 Monaten in Südafrika anzukommen. Aber ich glaube, da wir wissen, wo wir letztendlich hinwollen, dass wir deswegen vielleicht einfach jetzt ein bisschen mehr Plan haben und vielleicht auch manchmal ein bisschen zügiger unterwegs sind. Aber letztendlich ist das Wichtigste an der ganzen Sache, dass es sich für uns gut anfühlt. Und ich glaube, mittlerweile haben wir ein ganz gutes Gespür dafür, was wir brauchen und was sich richtig anfühlt und wie wir diese Reise gestalten. Uiuiuiui, wie sieht es denn hier aus? So wie immer? So wie immer. Nein, Spaß. Wir waren gerade noch im Baumarkt und haben noch ein paar Sachen besorgt, weil nächste Woche bereiten wir uns auf Marokko vor und dafür müssen wir noch einiges erledigen. Wir haben zum Glück erfolgreich unseren Ladebooster heute installiert, haben also keine Stromsorgen mehr und wir haben noch ganz viel anderes Zeug vor. Und wenn ihr wissen wollt, was man so alles noch vorbereiten muss, bevor es aufs ganz große Abenteuer geht, dann seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin. Tschüssi! Tschüss! Mua. Ja. Wir wissen ja, dass wir uns auf ein Projekt eingelassen haben, als wir uns dieses alte Auto gekauft haben. Und wir haben ja auch schon einiges machen müssen. Aber es ist einfach, es gibt immer was nicht klappt oder was irgendwie kaputt geht oder was nicht mehr funktioniert. Und ich stelle euch jetzt mal den neuesten Zuwachs zu unserer Problemliste vor. Das Türschloss. Wir müssen hier gerade, wir haben hier eine Leine gespannt zwischen meiner Tür und Merlins Tür, weil die Tür einfach während der Fahrt aufspringt. Die ist einfach gerade aufgesprungen und aufgeklappt, weil diese Verriegelung nicht mehr richtig funktioniert und wenn wir über holprige Straßen fahren, das dann einfach aufspringt. Yay. Also, ja.